Wann, warum, wie, wo? Tekamolo. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und dieses Video ist mal wieder ein echter Grammatik-Leckerbissen, denn du lernst heute das Thema Tekamolo. Was ist das? Ein Satz besteht ja immer aus Informationen und die bekommt man immer durch Fragen. In der Grammatik geht es immer um Fragen. Zuerst braucht man in jedem Satz eine Aktion oder einen Zustand. Was passiert? Und das gibt man mit Verben an, zum Beispiel essen oder schlafen. Diese Aktion im Satz heißt Prädikat. Und zu jedem Prädikat gehört ein Subjekt. Wer isst? Ich esse, du isst, wir essen. Dann gibt es Objekte. Was esse ich? Ich esse eine Pizza. Ich esse einen Kuchen mit Sahne. Das sind jetzt schon 3 von 4 Arten der Informationen in einem Satz. Und die 4. Art, das sind Adverbiale. Und die haben ihre ganz eigenen Fragen. Wann? Warum? Wie? Wo esse ich eine Pizza? Ich esse heute Abend um 19 Uhr eine Pizza. Ich esse aus Hunger 2 Pizzen. Ich esse die Pizza mit den Händen auf meiner Couch. Das lernst du heute. Plus, wo stehen Adverbiale im Satz? Denn es heißt aus einem Grund Tekamolo. Wir sagen ja nicht lokamote. Klar? Übrigens, ein Adverb ist eine Wortart. Heute, dort, gerne. Aber ein Adverbial ist eine ganze Aufgabe im Satz. Ich stehe um 7 Uhr in der Früh auf. Wann stehe ich auf? Das Adverbial der Zeit ist hier um 7 Uhr in der Früh. Das besteht aus 6 Wörtern, alle mit ihrer eigenen Wortart. Ist eine Präposition, Uhr ist ein Nomen, der ein Artikel und so weiter. Wenn ich aber sage, ich stehe früh auf, dann besteht das Adverbial nur aus einem Wort, früh. Und welche Wortart ist das? Ein Adverb. Also Adverb gleich Wortart, Adverbial gleich Aufgabe im Satz. Wenn du dich noch für andere Themen der Grammatik interessierst, dann hol dir mein kostenloses E-Book mit vielen Regeln, Übungen und Lösungen. Das heutige Video ist übrigens ein Teil meines kompletten B-Grammatik-Kurses, in dem du alle wichtigen Themen der Grammatik auf einfache Weise lernst und gleichzeitig deine Schreibkompetenzen verbesserst. So machst du die schnellsten und größten Fortschritte. Alle Infos findest du über den Link in der Beschreibung unter dem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Temporaladverbiale antworten auf Fragen wie wann, wie lange, wie oft, also auf alles, was mit Zeit zu tun hat. Kausaladverbiale hingegen antworten auf die Fragen warum oder wozu. Modaladverbiale geben die Art und Weise von etwas an, also wie oder mit wem, womit etc. Und zum Schluss Lokaladverbiale. Sie erfragt man mit wo, wohin und woher. Sie können also nicht nur eine Position angeben, sondern auch eine Richtung. Es ist ziemlich selten, dass man in einem Satz alle 4 Informationen findet, aber es ist durchaus möglich. Hier mal ein Beispiel. Die Studenten lernen diese Woche wegen ihrer Prüfung fleißig in der Bibliothek. Wann lernen sie? Diese Woche. Warum lernen sie? Wegen ihrer Prüfung. Wie lernen sie? Fleißig. Wo lernen sie? In der Bibliothek. Der Vollständigkeit halber erfragen wir noch das Subjekt. Wer lernt? Die Studenten. Du siehst jetzt ganz klar die verschiedenen Satzteile, quasi die Bausteine des Satzes, ähnlich wie Lego. Man nennt diese Satzteile auch Phrasen,
Sie haben kein Verb und sind deshalb keine Sätze. Du siehst, dass zum Beispiel das Kausaladverbial wegen ihrer Prüfung im Genitiv steht. Warum ist das so? Weil wegen einen Genitiv braucht. Und warum steht in der Bibliothek im Dativ? Weil die Präposition in als Ortsangabe ohne Bewegung einen Dativ braucht. Das habe ich ja bereits erklärt. Das heißt also, dass nicht nur manche Verben einen Akkusativ, Dativ und so weiter brauchen, sondern auch Adverbiale. Und der Grund dafür sind die Präpositionen. Diese kleinen Wörter haben so viel Kraft und das ist für Deutschlerner oft ein großes Problem. Deshalb arbeiten wir intensiv daran, die gesamte Struktur von Sätzen zu verstehen, denn dann ist es viel logischer für dich. Aber zurück zum Satz. Wir haben in der Struktur eine bestimmte Reihenfolge eingehalten, nämlich TK-Molo. Meistens haben wir aber nicht alle 4 Informationen, sondern vielleicht nur eine, 2 oder auch 3. Hier noch mehr Beispiele. Max und Lisa fahren in den Ferien mit dem Wohnwagen an die Ostsee. Wer fährt? Max und Lisa. Sie sind das Subjekt. Wann fahren sie? In den Ferien. Temporal. Womit fahren sie? Mit dem Wohnwagen. Modal. Wohin fahren sie? An die Ostsee. Lokal. Wir haben hier 3 Adverbiale, also 3 Phrasen mit unterschiedlichem Kasus. In den Ferien ist Dativ, das ist typisch für die Frage wann. Das Modaladverbial steht auch im Dativ, denn mit braucht immer den Dativ. Und wie du weißt, braucht wohin den Akkusativ, daher an die Ostsee. Was passiert, wenn wir eine Information streichen? Max und Lisa fahren in den Ferien mit dem Wohnwagen. Ist das ein Satz? Er klingt nicht korrekt, denn wir brauchen doch eine Ortsangabe. Also, entweder Max und Lisa fahren in den Ferien an die Ostsee oder Max und Lisa fahren mit dem Wohnwagen an die Ostsee. Auch wenn wir weniger Informationen geben, bleibt die Reihenfolge TK-Molo gleich. Hier noch ein Beispiel. Frau Paulus bleibt heute aus Krankheitsgründen zu Hause im Bett. Wer bleibt heute zu Hause im Bett? Frau Paulus. Sie ist das Subjekt. Wann bleibt sie zu Hause im Bett? Heute. Temporal. Warum bleibt sie zu Hause im Bett? Aus Krankheitsgründen. Kausal. Wo bleibt sie heute? Zu Hause im Bett. Lokal. Auch hier gilt, wenn du Informationen aus dem Satz wegnimmst, bleibt die Reihenfolge der Adverbiale gleich. Frau Paulus bleibt aus Krankheitsgründen zu Hause im Bett. Frau Paulus bleibt heute zu Hause im Bett. Natürlich gibt es auch Sätze mit Objekten und Adverbialen in der Mitte. Die Chefin hat ihrer Mitarbeiterin gestern in der Pause ein Kompliment für ihre Arbeit gemacht. Es gibt eine Tendenz, dass Dativobjekte am Anfang der Mitte stehen und Akkusativobjekte am Ende. Dazwischen stehen dann Adverbiale. Aber Achtung! Auch wenn das eine Regel ist, gilt sie nicht immer zu 100%. Man kann die Reihenfolge nämlich ändern, wenn man Informationen besonders betonen möchte. Der Hollywood-Star hat sich mit seiner neuen Freundin in einem Luxushotel getroffen. Der Hollywood-Star hat sich in einem Luxushotel mit seiner neuen Freundin getroffen. In Satz 1 haben wir die klassische Reihenfolge modal und lokal, also mit wem und wo. Die neue Information ist hier, dass sie sich in einem Luxushotel getroffen haben. Aber in Satz 2 ist die neue Information, dass er sich mit seiner neuen Freundin in einem Hotel getroffen hat. Und da neue Information ans Ende gehört, wurden hier die Positionen getauscht, aber der Satz ist trotzdem noch korrekt. Was sagt dir das jetzt?
Regeln sind schön und gut, damit du dich orientieren kannst, aber das wirkliche Verständnis für die Sprache bekommst du vor allem, wenn du sehr viel liest, hörst und natürlich selbst produzierst. Ja, so viel zu den Adverbialen. Schreib mir doch ein paar eigene Beispiele in die Kommentare, damit du das Thema gleich anwenden kannst. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.